Aus Israel zugeschaltet ist jetzt die deutsch-israelische Journalistin Sarah Cohn-Fantl. Frau Cohn-Fantl, ich grüße Sie. Hallo. Kamala Harris ist dieser Rede von Benjamin Netanyahu am Abend ferngeblieben, genauso wie die immer noch sehr einflussreiche Demokratin Nancy Pelosi. Sie hat die Rede Netanyahus sogar als die schlechteste außenpolitische Rede eines ausländischen Würdenträgers im Kongress aller Zeiten bezeichnet. Wie kam das in Israel an? Ist das eine Belastung für das amerikanisch-israelische Verhältnis? Nein, ich glaube nicht. Also erstmal waren gestern sehr viele auch Menschen, die Benjamin Netanyahu nicht zur Seite stehen und ihn scharf kritisieren seit langer Zeit, doch positiv haben sie auch reagiert auf seine Rede. Sie haben gesagt, nur weil sie von ihm gehalten wird, wird sie deswegen nicht inhaltlich schlechter. Er hat ja schon Dinge gesagt, die auch hier in Israel Anklang finden. Und man hat gesehen, wie viel Applaus er bekommen hat, wie stark er da aufgetreten ist. Deswegen hier in Israel hat das eigentlich nicht für großen Wirbel gesorgt, dass es da von einigen Politikern in den USA Kritik gab. Ist das möglicherweise auch Wahlkampfgetöse, also die Kritik danach? Oder muss Israel möglicherweise mit einer Abkehr der US-amerikanischen Unterstützung rechnen oder einer Abkehr von den guten Beziehungen, wenn die Demokraten im November die Wahlen gewinnen sollten? Also wenn man aus israelischer Sicht schaut, dann würden wahrscheinlich leider sehr viele Israelis im ersten Moment denken, dass Trump die bessere Wahl für Israel wäre. Kamala Harris hat ja direkt gesagt, dass sie dennoch, wenn sie gewählt werden sollte, falls sie überhaupt ins Rennen kommt, dass sie doch an Israels Seite stehen wird. Ob man dem Ganzen Glauben schenken kann, wird hier ein bisschen angezweifelt in Israel. Deswegen, ich glaube, es gibt viel Kritik an dem Treffen Netanyahus mit Trump am Freitag. Allerdings wissen auch viele, dass er versucht, sich dadurch eine politische Tür für die Zukunft offen zu halten, um Unterstützung für Israel zu bekommen im Kampf gegen Terroristen und Islamisten. Netanyahu hat ja auch noch mal betont in dieser Rede, dass er die Hamas eben komplett zerschlagen wolle, dass die Geiseln komplett nach Israel zurückgekommen werden sollen, also zurückgeholt werden sollen, pardon. Das sei sein Kriegsziel. Das dürften einige Angehörige der Geiseln aber anders sehen, denn die hatten im Vorfeld ja schon massive Kritik an Netanyahu geübt. Also diese Kritik, die wird hier auch schon also wirklich jede Woche massiv geäußert. Es gab auch gestern vor Ort Geiselfamilien, die ja mit dem T-Shirt aufgetreten sind, Seize the Deal, also man soll jetzt wirklich diesen Deal festzurren. Und auch die stärkste Kritik an Netanyahu aus dem eigenen Land war jetzt nicht per se, was er gesagt hat, sondern was er nicht gesagt hat. Nämlich, dass er diesen Geiseldeal nicht angesprochen hat. Alles, was die Mehrheit der Israelis wollen, ist hauptsächlich im Moment die Geiseln nach Hause zu holen. Man unterscheidet sich dann so ein bisschen darin, wie und ob es ein Kriegsende geben soll, darf, ob es das nicht geben darf. Da unterscheidet man sich etwas in der Meinung, aber dass die Geiseln nach Hause müssen, dass dieser Deal endlich zustande kommen soll, das war die größte Kritik, dass das nicht genug in den Vordergrund gestellt wurde. Heute Abend trifft Benjamin Netanyahu ja noch Präsident Biden, später dann die Vizepräsidentin Harris, morgen dann Donald Trump. Das sind Treffen unter ganz unterschiedlichen Vorzeichen, oder? Ja, definitiv. Also ich glaube, man hat das bei der Rede schon gemerkt. Biden, dem hat er jetzt so eine sehr wohlgesonnene Abschiedsrede quasi gegeben. Die hatten sehr viele Probleme in den vergangenen Monaten, aber die sind auch schon politisch miteinander verknüpft seit 40 Jahren. Mit Kamala Harris muss er versuchen, irgendwo auf einen grünen Zweig zu kommen, denn die Chancen sind natürlich da, dass sie die nächste Präsidentin wird. Und Trump hat vor allen Dingen in den vergangenen Tagen, aber auch in den letzten Monaten immer wieder Kritik an Netanyahu geübt, immer wieder Kritik an der Art und Weise, wie Israel diesen Krieg führt, geübt, was natürlich aus seinem Mund nicht ganz ernst zu nehmen ist. Aber ja, er muss sich da alle Türen offen halten. Es gibt allerdings große Kritik innerhalb Israels, dass er dieses Treffen am Freitag abhält, denn er kann dann nicht am Freitag zurückfliegen nach Israel aufgrund des Schabbats.
sein Sohn hat Geburtstag. Also die israelische Gesellschaft möchte einfach, dass viel schneller, mit viel mehr Druck an diesem Geiseldeal gearbeitet wird und dass er jetzt noch einen Tag länger bleibt und sein Sohn Geburtstag hat. Das stößt sehr vielen sehr übel auf. Sagt Zaha Cohen-Fantl. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Danke.